was geht bei diesem Typ eigentlich ab? Kaffee und eine Kippe am Morgen, so läuft der Lachs. Sieht nur aus wie Suppe. Egg Whites and Oatmeal. Sozusagen einen guten, die Beine abschießen. Was ein Start in den Tag und was für ein Start ins neue Video. In diesem Sinne lasse ich mir hier gerade Blut abzapfen, denn ja, Gesundheit ist eine wichtige Sache und ich will auf jeden Fall wissen, was in meinem Körper abgeht. Deswegen wird ein weiteres Blutbild gemacht. Mache ich eigentlich so jede 3 Monate und hier hatte ich die Möglichkeit halt ja, die ganzen Therapien halt im Handumdrehen zu machen. Die kommen hier sogar nach Hause und machen das. Dementsprechend ja, habe ich den Service gleich dankend angenommen und habe mich hier auf jeden Fall rundum um alles kümmern lassen. Wie gesagt, Calcium-Scan habe ich gemacht, Blutabnahme habe ich gemacht, IV-Drip habe ich gemacht. Ja, lass alles hier genau untersuchen. Wenn man die Möglichkeit hat und die guten Leute, dann kann man das auf jeden Fall bringen. Und ich sag's euch, ich habe jetzt auch schon ja, ein bisschen Knast. Wir haben 8:30 Uhr. Ich bin seit ca. um 7 wach. Musste natürlich nüchtern bleiben. Was die erste Amtshandlung war, natürlich wie jeden Morgen. Erstmal eine Pulle Wasser runtergetrunken, um den Körper zu hydrieren. Denn heutiges Thema ist auf jeden Fall Full Day of Eating. Ich zeige euch, was ich ja, jetzt aktuell in der Vorbereitung hier im Camp esse. Jetzt starten wir rein in den Tag und bereiten erstmal die legendäre Monster Mash zu. Denn die haben sich einige von euch gewünscht. Und ich wollte das Rezept ja nicht so rausgeben, weil es eigentlich Alices Rezept ist und ihr das im Kochbuch findet. Aber ich sag mal so, auf Gönnerbasis kann man das Rezept raushauen. Viele weitere sind auf jeden Fall noch im Kochbuch drin. Wenn ihr da Bock drauf habt und Alices Arbeit da supporten wollt. By the way, was sagst du eigentlich zu meinen What are those? What are those? Ja, ich dachte mir, ich passe mich hier ein bisschen der Kultur an und hab mir die OG-Schlappen rausgelassen. Ich kriege ja eh alle Mahlzeiten sonst geliefert oder kann mir, thank you, und kann mir die im Restaurant ziehen. Und dementsprechend habe ich hier so meine Lieblingsschüssel, die habe ich mir hier auf jeden Fall aus dem Schrank gezogen und aus der esse ich. Ich weiß nicht, ich bin da wirklich simpel. Eine Schüssel am Start, eine Pfanne am Start, ein Rührer am Start, ein Trichter am Start und mehr braucht es nicht. Ich grab mir hier schon den Grizzly Shreds, weil natürlich wird nicht gegessen, bevor wir uns bewegt haben. Ich gehe gleich rüber zum Cardio, mache die Morgenroutine und ja, dafür brauche ich heute auf jeden Fall einen Tritt in den Arsch. Gestern war es ein bisschen spät. Ich muss sagen, ich habe gut geschlafen, aber ja, ein bisschen verklatscht bin ich trotzdem, wie man mir vielleicht unschwer ansehen kann. Deswegen müssen wir erstmal den Metabolismus auf Vordermann bringen. Jetzt ein bisschen was reinzimmern hier. Und dann starten wir auf jeden Fall mit dem Frühstück. Nachher wird es früh 15 Gramm. Höher gehe ich noch nicht, weil wenn die Diät noch anzieht, dann brauche ich die zweite Portion vorm Training. So, T-Shirt natürlich direkt mal versaut. Deswegen gibt es jetzt anders mit Markus und Jay. Geht es heute auf jeden Fall in den Tag rein. Und mit 110 Gramm glutenfreien Haferflocken hier. Die Jungs hier in Kuhwald essen, also ich sag, was frühstückst du? Die essen halt schon Reis und Fisch zum Frühstück. Und nicht so, ja, Egg Whites and Oatmeal. Ganz klassisch für einen Europäer oder für die westliche Welt. Fühlen die hier gar nicht oder kennen die gar nicht. Und jetzt kommen da so der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das hat alles System, meine Lieben. Jetzt kommen da 800 Milliliter Wasser rein. Und ihr denkt euch jetzt, Junge, was ist denn da los? Würde ich auch denken, wenn ich nicht wüsste, wie die Monster Mash zubereitet wird und das Rezept.
auf Knochen geprüft habe. Das lassen wir mal laufen hier. Ich habe auch erstmal verkackt am ersten Morgen. Ich habe die Mikrowelle falsch eingeschätzt. Und die hat ordentlich Power, die zimmert richtig rein. Habe ich das Ding rausgeholt, waren die ganzen Haferflocken nicht mehr in der Schüssel. Aber so lernt man. So, jetzt haben wir die Eier hier am Start. 250 Gramm Eiklar hier rauszuhauen. Die Zubereitung der Monster Mash, das ist für mich wie so eine, dumm wie es klingt, aber wie so eine Meditation, Alter. So, das gehört zu meiner Routine am Morgen dazu. Weißt du, das passt dann alles gut zusammen. Ich trinke den Shreds, ich mache das Frühstück, dann gehe ich rüber, so, ihr kennt es ja selber. Der ein oder andere macht das mit einem Kaffee und eine Kippe am Morgen. Ist für, liebe Grüße an meine Jungs, ist für die meisten so die Routine und so ist für mich halt hier im Camp auch die Mash zuzubereiten. Wie viele Eiweiß? Ich glaube, das müssten 7 Stück sein. Okay. Aber da ich ein präziser deutscher Mann bin, habe ich das natürlich gleich mal abgecheckt in Gramm. Und das sind 250 Gramm. Männer, wir sind hier am Arbeiten. Das ist Frühschicht. Frühschicht ruft. Ja, guck mal, 1 noch, dann ist es durch. Ich glaube, 1 trifft es auch ziemlich perfekt. Und dann noch ein Vollei kommt da rein. So läuft der Lachs. Was ich hier habe, ist ein cooler Gasherd. So macht man das in Kuwait. So läuft der Lachs hier. Auf offener Flamme wird gebraten. Stelle ich das hier drauf. Sieht nur aus wie Suppe. Ja, ich guck's mir gleich an. Ja. Da muss der Meister kommen. Das geschulte Auge ist gefragt. Die müssen so ein bisschen noch leicht runny sein, aber nur ganz leicht. Denn die quellen da drin dann auch noch auf. Gucken hier. Ist schon noch flüssig, oder? Nee, aber das muss auch noch so flüssig sein, weil es kommt hier eine Zutat rein, die sehr, sehr geil ist, die nicht nur gesundheitliche Vorteile hat, sondern auch einen großen Vorteil für eure Diät. Das ist nämlich einer meiner Game Changer, das sind Flohsamenschalen. Sehr viel Ballaststoffe und Ballaststoffe sind wichtig, um die ganze Darmflora zu versorgen und zu unterstützen. Ich sage ja immer, ihr seid nicht, was ihr isst, sondern was ihr absorbiert und das Ganze hilft einfach dabei, eure Darmbewegung in Schuss zu halten, hat noch den netten Nebeneffekt, dass es das Essen aufquillen lässt und dem Ganzen ordentlich Volumen reinzimmert. Und das ist sehr, sehr geil. Da nehme ich 15 Gramm. Ich würde euch aber empfehlen, erstmal mit 3 bis 5 Gramm anzufangen und dann langsam hochzugehen, weil ihr wisst, Ballaststoffe, also so würde ich die jetzt niemals essen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Die sind jetzt viel zu flüssig, aber jetzt kommt die ganze Plörre hier zusammen und jetzt denkt der ein oder andere von euch, was geht bei diesem Typ eigentlich ab? Kannst du nicht Haferflocken und Eiklar zusammenmischen und fressen? Aber vertraut dem Bär, da die Eier bzw. das Eiklar, das ist ja geschmacksneutral. Wenn du das zusammenmischt und dann auf eine süße Variante machst, ich sag's euch, das kommt brutal. Aber ich musste mich auch erstmal selbst davon überzeugen. Ich war auch erstmal Gegner der Geschichte. Und jetzt rühren wir das hier so unter. Dann guck, wird die Konsistenz schon mal dicker. So, jetzt kippen wir hier 15 Gramm. Perfekt. Ich sag's euch, da müsst ihr euch auch einen Timer stellen, weil wenn ihr das isst, dann geht ihr auch auf den Pott, und zwar nicht allzu lange Zeit. Ja, der Zimt wird hier, ein paar Gramm Zimt vom Arabischen werden hier auch noch dazu gemischt. Sieht beschissen aus. Geht eigentlich.
Ja. Ist halt so ein Pampe halt, ne? Ja, es ist eine Mash. Das ist die Monster-Mash, die euch zum Monster verwandelt. Ich sag's euch, absolut geil. Sieht ein bisschen aus wie Milchreis. Ja, und das Geile ist halt, das Ganze kommt dann gleich noch, wird kalt gestellt. Und wenn ich vom Cardio zurückkomme, ist es dann noch mal ein bisschen fester geworden. Und dann hast du da halt echt wie so eine, das Ei klar, und das Ei gibt dann so eine gewisse Konsistenz. Also hast du nicht nur so langweiliges Essen im Mund, kann man das so sagen? Ihr wisst, was ich meine, Alter. So, 150 Gramm Beeren. Und zwar mischen wir da. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Himbeeren oder, ja, sollen Himbeeren sein. Sieht irgendwie aus wie einfach nur rote Grütze. Mit einem kleinen Sonderzeichen. Und Blueberries. Blaubeeren sehr, sehr hohen Anteil an Antioxidantien, sehr gesund. Also Früchte würde ich niemals aus meiner Diät rausstreichen. Aber ich bin wirklich sehr großer Obst- und Gemüse-Fan, Big Believer, wie man da so schön sagt. Science-based meinst du? Science-based. Und jetzt guckt euch das mal an. Also jetzt ist das ist jetzt schon so cremig. Und wenn das Ganze jetzt noch kalt gestellt wird, das Ganze stelle ich jetzt kalt. So, was ich auch gelernt habe, lasst das Ei da gar nicht erst lange einbrennen, sondern lieber direkt abhaken. Direkt abwipen. Ich kam gestern vom Gym nach Hause, laufe in die Bude, steht hier auf jeden Fall einer in meiner Küche. Ich denke, was geht denn jetzt ab? Hat der einfach hier alles picobello sauber geputzt. Und ich habe gesagt nur so, Bro, du musst jetzt nicht meine Küche putzen, so alles gut, aber ja, die wollen einfach, dass es mir rundum gut geht hier. Und ja, vielleicht war der ein oder andere Bodybuilder, ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, hier war eigentlich schon jeder krasse Bodybuilder so am Start, also ob es ein Brandon Curry war, Mr. Olympia, ein Big Ramy, die haben wahrscheinlich alle am Morgen ihre Monster Mash zubereitet, ein Rolly Winkler, deswegen ja, waren die vielleicht ein bisschen fauler, was das angeht, aber ich war ja, seit ich 17 bin, auf mich allein gestellt mit Küche und Haushalt und dementsprechend bin ich das Ganze schon irgendwo gewohnt. Der Vorteil ist halt, wenn du nur aus einer Schüssel isst, Alter, hast du halt nicht viel zu spülen. Wie gesagt, Simple Man. Ja, Diät auf jeden Fall schreitet gut voran. Gewicht schwankt immer ein bisschen, aber droppt stetig. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Wir geben hier auch Gas, jeden Tag, ist perfekt. Ich bin wirklich einer, in der Offseason lasse ich es mir schon mal gut gehen, aber wenn die Vorbereitung angeht, da bin ich sehr hinterher und sehr diszipliniert, muss ich sagen. Und gebe da wirklich Vollgas. Und gerade wenn ich im Camp bin, gerade wenn ich mich so hier hinbegebe, um wirklich 110% aus der Geschichte rauszuholen. Gestern Abend war ich ein bisschen unzufrieden, weil wir ein bisschen später ins Bett gekommen sind und ich versuche eigentlich meine Zu-Bett-Gehzeiten und Aufstehzeiten immer top zu halten, aber Eventualitäten können mal vorkommen in eurem Leben, auch bei euch. Es wird nie alles top laufen, wie heute Morgen die Blutabnahme, musste ich eine Stunde nüchtern sein und erst mal warten. Ist aber kein Problem. Da macht ihr das Beste draus, versucht euch nicht zu stressen, es ist immer leichter gesagt als getan. Ich kenne es ja von mir selber auch, aber ja, es wird euch auf Long Term nicht extrem behindern oder extrem irgendwie aus der Bahn schmeißen. Das Wichtige ist die Consistency, da immer gleich zu bleiben und euren Shit sozusagen für den Tag zu erledigen. Deswegen heute Full Day of Eating. Jetzt gehen wir auf jeden Fall rüber, absolvieren die Morgenroutine und dann sehen wir uns danach in der Küche wieder. Let's go. Hier mein Favorite Bike. Auf der Höhe würde ich das jetzt nicht benutzen, dann wären meine Knie am Sack. Aber so läuft der Lachs schon ganz gut. Ich schwinge mich hier drauf, schaue mir die Kuwaiti-Nachrichten an und mache jetzt hier 31 Minuten Cardio. Der eine oder andere fragt sich, warum 31? Denn
Die eine Minute ist die der Gegner nicht macht. Und die Sonderzuschlag-Mentalität habe ich mir so überlegt, so ausgedacht. Und die hilft auf jeden Fall, ja, so durchzuziehen, weil addiert auf die Woche sind es dann auch 7 Minuten mehr. Und die bringen einen weiter voran. Das soll so ein bisschen die Mentalität dahinter sein. Und ja, ich versuche immer hier so zwischen 120 und 30er Puls zu sein. Und dann passt die Sache ganz gut. Ich höre mir jetzt auf jeden Fall was an. Und dann sehen wir uns später wieder. Jetzt haben wir uns in den zweiten Stock begeben. Jetzt mache ich immer morgens so ein bisschen Accessoire-Training. Liebe Grüße an Roman Fritz. Der nennt das immer Accessoire-Training. Deswegen gibt es jetzt hier ein bisschen Unterarme. 3 Sätze, einen habe ich schon gemacht. Dann 3 Sätze Hanging Leg Raises an der Bauchmaschine im Supersatz mit noch einer anderen Bauchmaschine. Und macht dann noch auf jeden Fall ein bisschen Posing. Da kriegt ihr jetzt aber keine Einblicke, noch bin ich nicht bereit. Aber das ist die Routine am Morgen hier so. Am Trainingstag, am Restday sieht die anders aus, aber zum Restday kommen wir auf jeden Fall noch. Ist auch ganz wichtig, also es ist nicht nur kosmetisch, dass die Unterarme größer werden, sondern auch die Handgelenke werden dadurch einfach gestärkt und du kannst dann Sachen wie drückende Bewegungen, einfach Verletzungen minimieren. Jetzt greifen wir hier im Übergriff. Leute, hat nur Spaß gemacht. Ich bin eigentlich in Kuwait, um im Shaolin-Kloster meinen Meister zu machen. Nee, wir sind im CrossFit-Keller. Bloß schnell raus hier, Alter. Nee, aber hier mache ich meine Mobility, hier mache ich mein Posing und am Restday dehne ich mich hier auch ganz ausgiebig am Morgen. Habe jetzt aber hier den Stock, ganz einfaches Tool, um einfach zu gucken, dass ich meine Schultern, wo der Physio gesagt hat, die hier vorne sehr, sehr eng sind, sehr, sehr zu sind, die einfach aufzumachen, aufzudehnen. Das ist eigentlich so bei den meisten Bodybuildern oft das Problem, dass die Beweglichkeit da nicht passt. Und das äußert sich natürlich dann auch im Posing, wenn du irgendwie die Back Double stellst oder die Front Double und dann halt so machst, anstatt so, wirkt schon anders. Und das mache ich einfach morgens immer zusammen mit dem Posing dann danach und dem Form-Update für Stefan. Wie gesagt, jetzt gibt es die Mobility und dann sehen wir uns danach in der Bude wieder. Wir haben die Gramm am Start und wir haben natürlich wie in Morgen Daily am Start 50 Gramm gibt es davon. Und da ich danach erstmal dusche und mir frische Sachen anziehe, trinke ich den Shake davor. Dann kann der so lange wirken, sitzen lassen. Wie gesagt, das Glutamin für die Verdauung sehr, sehr gut. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich zu setzen. Was ich jetzt seit 3 Tagen auch dazu stack, Perfect Aminos. Ich werde immer mehr zum Endurance-Athlet, ich sag's dir. Aber einfach aus dem Grund, da wir da noch ein paar Elektrolyte drin haben, auch sowas wie Kokosnusswasser, wovon ich ein großer Fan bin. Und hier bei 50 Grad natürlich der Elektrolythaushalt so ein bisschen gepusht werden muss. In Deutschland bräuchte man das jetzt nicht zum Beispiel, nicht unbedingt, außer hier läuft ein Marathon. Da reicht auch die Portion Daily am Morgen, weil das Leucin darin reicht auch schon aus, um den Proteinspike hervorzurufen. Aber wie gesagt, hier in Kuwait nehme ich das auf jeden Fall mit rein. Mache hier 50 Gramm. Perfekt getan. Kleinen Sonderzuschlag, aber ist beim Daily auf jeden Fall auch in Ordnung. Den Sauerpower-Geschmack, den fange ich jetzt an richtig zu genießen. Jetzt ist so der Moment in der Prep gekommen. Und dazu nehme ich hier noch 20 Gramm. Ja. Heute haben wir es mit der 1. Die haben wir hoffentlich auch im Oktober. On Stage. So sieht's aus. Ganz auf 1,5 Liter Wasser. Also wer jetzt richtig mitgerechnet hat, der weiß, dass ich jetzt 2 Liter Wasser nach dem im Tank habe.
ist immer eine gute Baseline bei mir, denn wie ich schon öfters gesagt habe, ich versuche meine Trinkmenge über den Tag so anzupassen, dass ich im Vormittag oder in der ersten Tageshälfte plus dann im Training das meiste trinke und abends dann eher das Trinken reduziere. Dann muss ich nachts maximal einmal aufs Klo und das ist ganz gut so. Lange Rede, gar keinen Sinn. Rein damit. So. Riecht da den feinen. Junge, du lässt bloß meine Monster-Mash in Frieden. Haben wir uns da verstanden? Ne, was ich tatsächlich jetzt auch schon mache, wie gesagt, der Simple Man. Ich tue jetzt auch gleich schon Pre- und Post-Workout mir vorbereiten. Hab gerade geduscht, wie gesagt, die Monster Mash steht bereit. Was ein Einblick. Ich sag's euch, die erste Mahlzeit des Tages ist meine liebste. Vor allem, wenn die jetzt noch schön mit einem ordentlichen Zimtteppich gekrönt wird. Ist wieder Wüstenstaub hier. Ich stelle mir kurz hier beiseite. Supplements habe ich natürlich auch dabei. Mein Schatzi hat mir die natürlich vorgepackt, morgens und abends. Wir haben hier drin Athlete Stack, wir haben drin Omega 3, wir haben drin UC2, wir haben drin Magnesium und wir haben drin Vitamin D3, K2. Wobei ich glaube, hier die Vitamin D-Speicher auch ganz gut von der Sonne aufgefüllt werden. Beim Rest Day sonne ich mich tatsächlich dann immer. Ganz witzig, hat mir mein Kollege Omar, den ich hier kennengelernt habe, gleich mal hier ein paar Tanning-Sachen. Dachten sich, Junge, der weiße Deutsche, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Farbe, hat er mir gegeben. Und deswegen am Rest Day wird sich morgens auch direkt noch getannt, beziehungsweise vormittags auf ganz gediegen. Ja, aber zurück zum Essen. Vorm Essen, beziehungsweise zum ersten Meal dazu, gönne ich mir jetzt auch schon hier 4-mal unsere neuen Digestive Enzymes oder auf Deutsch Verdauungsenzyme, um einfach die Nahrung, die heute reinkommt, optimal zu verwerten, Blähbauch zu vermeiden, somit meine Taille in der Diät noch schmäler zu machen. In diesem Sinne, die sind drin, die hauen wir auch gleich rein. Ja. Und fertig ist der Lachs. Ganz einfach. So läuft das Ding, die Subs kommen wieder hoch. Und dann packen wir uns den Guten zurecht. Das war der schönste Anblick, als ich meinen Koffer aufgemacht habe, als ich das Ding hier wieder gesehen habe. Denn auf mein Reispudding Cake Pre- und Post-Workout kann ich nicht verzichten. 120 Gramm. Ja. Hast lieber Minuszuschlag. lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Und hier haben wir so Salzpakete. Pre-Workout, 120 Gramm Reispudding und ein Grämmchen Salz. Guck, da siehst du aber auch, die Wagen sind auch nicht. Deswegen habe ich auch die Feinwaage noch dabei, weil das war jetzt genau ein Gramm Salz. Und ja, da scheint kein Gramm drin zu sein. Was ich da auch ganz gern mache. Deswegen stelle ich es jetzt schon. Er hat das einfach die nächsten 2 Stunden Zeit zum Durchziehen. Ich mache 600 Milliliter Wasser rein auf die 120 Gramm. Dann gibt es eine gute Konsistenz für den Cake am Ende. Ja. Die passt. Einmal stellen wir hier beiseite. Marados kommt auch dazu. Hier haben wir die 120 Gramm genau gehittet. Salz, sehr wichtig. Früher wurde das Salz verteufelt und keiner von den Bodybuildern hat Salz benutzt, bis man gemerkt hat, hey, das ist doch ganz schön wichtig. Natürlich macht die Menge das Gift und zu viel Salz solltet ihr natürlich auch nicht zuführen, aber auch nicht zu wenig. Und das ist oft das Problem. Dann kriegen die Leute Krämpfe, können keine Leistung bringen, etc. etc. Also Salzmangel
eine ganze Reihe an negativen Folgen. Wenn ihr zu viel Salz, natürlich speichert der Körper auch extrem viel Wasser und gerade in der Off-Season, wenn ihr viele Kohlenhydrate isst, kann das dann auch manchmal eher auch zu Unwohlsein führen oder zum hohen Blutdruck. Das müsst ihr einfach gucken. Auch wichtig, wenn ihr verarbeitete Lebensmittel isst, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Schlemmerbordelaise. Ihr wisst ja, mein Schlemmerfilet gönne ich mir ab und zu in der Off-Season. Das ganze Ding hat dann gleich mal 4-5 Gramm Salz mit drin. Also guckt immer hinten drauf. Auch manche Tiefkühl-Gemüse haben nochmal Salz zugesetzt. Also schaut da immer, wie ihr oder was ihr konsumiert. Im Endeffekt gucke ich, dass ich so meine 5 Gramm Baseline Salz drin habe und dann in so Sachen wie Pre-Workout und keine Ahnung, so eine Hot Sauce haue ich mir dann im Gym auch ein bisschen drüber. Die haben dann natürlich auch ein bisschen Salz und kommen dann so roundabout auf meine 6 bis 8 Gramm Salz. Und damit fahre ich ganz gut eigentlich zum Ende der Diät tatsächlich, wenn der Pump dann mehr und mehr flöten geht, bin ich Fan davon, mein Salz dann so auf 8 bis 10 Gramm zu machen. Dann hast du einfach nochmal mehr Wasser im System, hast zum A weniger, also hast mehr Wasser drin, was zu weniger Verletzungsrisiko auch führt. Und du hast halt einfach einen geileren Pump und wir alle lieben den Pump, deswegen ja, passt das ganz gut. Aber sollte eigentlich immer eine Konstante sein, das Salz, um halt auch extreme Gewichtsschwankungen zu vermeiden. Die letzten Tage hat mein Gewicht geisteskrank geschwankt. Heute Morgen war ich zum Beispiel 2 Kilo schwerer als gestern. Also es kann hier schon auch krasse Auswirkungen haben, plus mit dem Wetter und so, der Sonne. Das verändert sich, aber es ist ganz wichtig, da den Salzkonsum im Auge zu behalten. So, jetzt aber genug von Salz und Pre-Workout-Meal. Ich habe jetzt Hunger und gönne mir auf jeden Fall jetzt die Monster Mash. Die habe ich mir am heutigen Morgen verdient. Setzen wir uns rüber auf die Couch. Ich würde sagen, die ganzen Makros für heute, Mahlzeiten, Kalorien, was euch auch noch so interessiert, blenden wir natürlich alle mit ein. Jetzt hier Mahlzeit 1, Monster Mash. Ich habe einfach bis vor 5 Minuten gepennt. Also noch mal eine gute Stunde geschlafen, ist mir tatsächlich ein bisschen schwierig gefallen, die ganze Vorbereitung über. Hier aber wirklich darauf geguckt, dass ich den Fokus habe, mich vormittags oder mittags nochmal hinzulegen. Jetzt ist aber keine Zeit mehr zu schlafen, sondern jetzt wird es Zeit für die nächste Mahlzeit. Ja, aber der Kuchen braucht noch einen Respin. Aber ich fühle mich gerade so viel besser als heute Morgen. Ich war, aktuelle Gefühlslage, ich war echt durch. Gestern, wie gesagt, ein langer Tag, ein neuer Tag. Ich hatte auch noch ein bisschen mit Deutschland zu tun, da ein paar Sachen zu regeln und sowas spürt der Körper gerade in der Vorbereitung. Die Workouts sind hier wirklich brutal und da brauchst du natürlich auch eine gewisse Schippe an Regeneration noch. Deswegen hat es mich jetzt mega gefreut, dass ich geschlafen habe. War gerade auch voll verklatscht, musste erst mal kurz klarkommen. Aber ja, genau so soll es im Trainingslager laufen. Essen, schlafen, trainieren. Und das machen wir jetzt. Deswegen 120 Gramm Reispudding, 50 Gramm Whey, jetzt mal Schoko. Nach dem Training gibt es, glaube ich, wieder Cinnamon und ein Apfel dazu. Und ein Teppich. Und come on. Natürlich, mein Lieber. Yeah. Natürlich, mein Lieber. Ein Zimtteppich drüber. Warum eigentlich Zimt, sage ich öfters, verbessert einfach eure Kohlenhydrataufnahme, schmeckt auch geil und ja, ist gut, wie gesagt, für die Insulinsensitivität. Wenn die unten ist und ihr euren Blutzucker kontrolliert, ist das eine geile Sache und ihr verbrennt besser bzw. schneller euer Fett. Dementsprechend ordentlich Zimt immer drüber und dann geht es heute schon ab in ein brutales Beintraining. Das Ganze wird sich hier einverleibt mit dem grünen Apfel, auf den habe ich nicht so Bock, aber hey, immerhin was zu essen. Und dann wird aber noch ein bisschen gechillt, denn vor normalen Trainingseinheiten, also Oberkörper, esse ich so eine Stunde vorher,
Beine so schon, also Oberkörper sind es auch mal 45 Minuten, Beine soll schon eine ganze Stunde sein, eher sogar so 1,5, dass ich wirklich verdaut habe. Das Ganze hier ist Gott sei Dank extrem schnell verdaulich. Wie der ein oder andere weiß oder nicht weiß, unser Reispudding ist hydrothermisch aufgeschlossen. Das heißt, der wurde sozusagen vorverdaut, ist deswegen halt wirklich optimal. Und mit dem Whey-Isolat hat man noch eine Proteinquelle dazu, die einfach, du isst es, auch beim Carb-Up des Geisteskrank. Ich muss ja ordentliche Mengen da immer schaufeln. Und wenn ich da irgendwie 800, 900 Kohlenhydrate esse, die in Form von Reispudding, das merkst du einfach gar nicht in der Verdauung. Und das wollen wir ums Training herum halt haben. Deswegen, was leicht verdaulich ist, Pre und Post, könnt ihr auch so machen oder rate ich euch sogar. Jetzt nicht so Haferflocken oder so, das wäre eher was fürs Frühstück oder für eine andere Mahlzeit, sowas wie Kartoffeln auch. Aber sowas rund ums Training ist Bombe. Dazu noch dann Intra rein mit Clusterdextrin oder Cyclic Dextrin, was auch kein Blut verwendet in eurem Magen, um absorbiert zu werden. Sprich, ihr verdaut nicht im Training, sondern da ist ja das Wichtige, dass das Blut in euren Muskel gelangt, um die Nährstoffe, könnt ihr euch so vorstellen, dahin zu transportieren. Deswegen, wenn ihr auch einen Pump habt, da kommt dann sozusagen das Essen, könnt ihr euch so bildlich immer denken, und der Intra fließt dann da rein, versorgt den Muskel mit dem, was er braucht, und er regeneriert und dann wächst das Ding auch. Und deswegen, ja, für mich seit, lass mich nicht lügen, Alter, 3 Jahren, also seit 2019 arbeite ich mit Stefan zusammen. So Ende 2019, glaube ich, kam der Reispudding und dann seitdem mein Pre- und Post-Workout-Meal. Wir verschwenden keine Carbs. Nee, nichts verschwendet. One apple a day keeps the doctor away. Da sind wir wieder. Wir sind wieder im Rambo-Modus. Kurz umgezogen für den Leg Day. Mir ist aufgefallen, ich habe meine Leggings in Berlin vergessen. Und ihr wisst, ab 70 cm Beinumfang darf man als Mann auch Leggings tragen. Nee, Spaß beiseite, aber es gibt mir ein gutes Gefühl im Beintraining. Vielleicht gibt es ja wieder drüben im Shop eine, muss ich mal gucken. Aber wenn nicht, ist auch egal. Dann knattern wir die Beine so weg. Mir fällt gerade auf, ich ziehe einfach meine lange Hose an. Ja, dann gucken mich die Kuwaitis zwar an und denken sich, was geht bei dem ab. Aber ich brauche es warm im Beintraining, beziehungsweise warm ums Knie. Und dementsprechend machen wir uns jetzt auch hier feurig warm mit einem Pre-Workout. Ich habe noch einen Restbestand von einer Vayu-Dose gefunden, vom Nootropic. Ist ganz cool, weil ich ja wie gesagt noch nicht so hart mit dem Koffein reingehe. Und da halt Stimulantien drin sind, die nicht Koffein beinhalten. Jetzt, Digga, bei mir Sachen erklären und was machen. Du merkst schon, das gleichzeitig ganz schwierig. Das ist bei mir ja schwierig. Und wir haben den Crank Pump Pro. Wie spricht man das eigentlich aus? Cassis? 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 Ich glaube Cassis. Das ist auf jeden Fall so eine Art Beere. Schmeckt ganz geil. Aber Geschmack ist ja bekanntlich zweitrangig. Es wirkt sehr geil. Und deswegen brauche ich da aber auch nur 1 Scoop heute im Beintraining. Denn da zwirbelt der Pump normalerweise immer ordentlich rein bei mir. Einfach eine gute Mind-Muscle-Connection in den Beinen. Intra habe ich auch gleich ready gemacht. Kennt ihr den Lachs? 66 Gramm. Perfect Recovery. Und auf jeden Fall hier ordentlich Wasser. Dass das Ganze auch ankommt, da wo es soll. Ab aufs Laufband, warm laufen, Stretching bzw. Mobility und Warm-up-Übungen absolvieren und dann die Beine abschießen, dass man sich den Rest-Day morgen aber auch verdient.
wir wieder. Wir sind zu Hause. Der Reispudding Post-Workout steht in der Mikrowelle. Ich muss sagen, mein Magen ist ehrlich gesagt gerade noch nicht so bereit zu futtern, aber die Meals müssen rein. 17:16 Uhr. Das heißt jetzt Post-Workout-Meal. 18 Uhr. Beziehungsweise gehen eigentlich direkt fast anschließend rüber ins Restaurant. Essen dann da. Und dann geht's weiter im Text. Jetzt erstmal heute ganz wichtig Ashra Pro und Magnesium. Gerade nach dem Leg Day oder so, wo richtig auf Nervensystem geht. Ordentlich Hackenschmidt weggeballert. Da brauchst du auf jeden Fall was, das dich ein bisschen runterfährt. Deswegen Ashra Pro, ein Produkt, was ich auf jeden Fall sehr feiere und überzeugt bin von der Wirkung. Und ebenso Magnesium. Das gibt es jetzt zusammen mit den nächsten 120 Gramm Reispudding, die ihr vorher schon gesehen habt. Und dann kurz gechillt und dann geht's ab ins Restaurant. Hört sich so komisch an, das zu sagen in der Diät. Ja, lass mal ins Restaurant gehen. Genau dasselbe wie vor dem Training auch. 120 Gramm Reispudding, 51 Gramm Whey, Designer Whey, Chocolate und ein Apfel. Ein grüner Apfel. Einen grünen. Vielleicht kommen nächste Woche ja die roten. Das lasse ich mir jetzt hier schmecken. Und dann geht ins Restaurant und lässt dir noch mehr schmecken. Sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit wieder. Und zwar in Grams. Bis gleich. So, hier sind wir im Grams Restaurant, Ende der Straße. Hier esse ich gerne, weil die haben geile Kartoffeln. Da denkst du cheatest, aber die sind komplett clean. Und ja, da bestellen wir uns jetzt eine Mahlzeit. Good. Schaut euch an, die Speise ist serviert. Wir haben hier 130 Gramm Huhn, gebraten, ohne nichts. Wir haben hier 300 Gramm Kartoffeln. Ich sag's euch, dafür komme ich gerne in den Laden. Du denkst einfach, du cheatest. Und 100 Gramm Spargel, was ich noch von daheim habe, weil ich ja Fuchs bin. Das ist noch ein Tütchen Salz. Somit ist das Meal complete. Das lassen wir uns jetzt hier schmecken. Auf euch. Herrlich. Und dann sehen wir uns im Gym wieder. In der Mensa zum nächsten Meal. Wir sind wieder da und jetzt sind wir in der Mensa und jetzt gibt es das famous Anabolic Chicken hier. Mein Jerk Chicken lacht mich schon an. Es gibt, jetzt muss ich kurz nachgucken, 350 Gramm. Ja. Ich habe mir hier alles nämlich mit Stefan abgesprochen und ins Handy reingeschrieben. Nicht zu viel sagen, aber habe mir alles in gekochten Angaben notiert und wenn das alles gleich bleibt, dann ist es ganz cool. Deswegen bestellen wir jetzt hier 130 Gramm Chicken, 350 Gramm Steamed Rice, das sind alles dann gekochte Angaben und 100 Gramm Gemüse. Und dann ist das nächste Meal für heute. Hier aus dem Oxygen Gym haben wir das gute Stück. Bisschen drüber. Wie gesagt, ich versuche hier mein Salz auf jeden Fall auch reinzukriegen. Denn bei dem Wetter und bei den schweißtreibenden Workouts braucht man das auf jeden Fall. Die Zwiebel hier ist auch ganz geil. Hat mir Nathan empfohlen. Also auf Nathans Empfehlung. Lassen wir uns schmecken. Wir sind wieder in der Bude. Und es gibt die vorletzte Mahlzeit für heute. Ich habe geduscht jetzt noch. Habe ein bisschen gechillt. Die Beine hochgelegt, so wie es sein muss. Und jetzt gibt es, wie gesagt, Kartoffeln. Wer hätte es gedacht? Ich liebe Kartoffeln. Und ich bin eigentlich nach Kuwait gekommen und dachte, es wird nur noch Anabolic Chicken geben. Aber ich sag's euch, der weiße Fisch hier, der ist anders. Also Suchtpotenzial wie, keine Ahnung, aber richtig geil. Das sagen ja alle hier irgendwie, ne? Ja, also ich kam hierher und wirklich, ich kam rein und die Jungs alle am Fisch essen und ich dachte mir so, sind, wie gesagt, zum Frühstück auch sogar und ich dachte mir so, also entweder sind die völlig durch oder die haben ja komplett andere Kultur und essen ja nur Fisch, aber tatsächlich
habe ich mich selbst von überzeugen lassen und das Ding schallert richtig rein und das lasse ich mir schmecken. Dann werde ich mir, weil ich so ein Fuchs bin, habe ich mir vorhin noch die Nummer vom Restaurantleiter abgecheckt, drüben wo wir waren. Und weil ich halt immer dahin gehe und dann bestelle ich und dann wartest du halt, weil die machen das frisch. Und jetzt werde ich dem einfach, wenn ich Bock habe aufs letzte Meal, eine Nachricht raushauen. Werde dann rüber spazieren, mein Meal essen. Der hat sogar gesagt, wir können es auch liefern, also gucken wir mal. Aber ich glaube, ich esse es drüben und dann ist finito. Aber das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken bei einer gediegenen Runde Netflix. Junge. Wild. So, die letzte Mahlzeit steht an. Bevor wir aber rübergehen ins Restaurant, gibt es bei mir hier noch die Subs am Abend, meine Vitalstoffe auf jeden Fall. Ashwagandha ist auch wieder mit drin, vorm Schlafengehen ganz wichtig. Magnesium ist mit drin, Athlete Stack drin, nochmal 4 Omegas und damit bin ich auf jeden Fall über die Nacht versorgt. Ich teile das immer auf morgens zum ersten Meal und zum letzten Meal, ganz easy. Also wenn ihr euch fragt, wann die ganzen Supplemente nehmen. Morgens und abends optimalerweise sowas wie Magnesium, Ashwagandha natürlich vorm Schlafengehen sehr hilfreich, um eine gute Nacht zu haben. Dazu kommen jetzt lieber noch nicht, sonst penne ich im Restaurant ein, aber kommen da noch 10 Sprüher, richtig gehört, 10 Sprüher vom Sleep Spray und die knocken mich dann auf jeden Fall aus bis morgen. In diesem Sinne, rein in die Luke und ab zum letzten Meal. Der gute Pfefferteppich darf nicht fehlen. Und somit herzlich willkommen zurück in Grams. Letztes Meal steht an. Wir haben 180 Gramm Filet, Medium gebraten und 2 Eier. Die machen das immer ganz süß hier zu so einem Omelett. Das ist hier aktuell mein letztes Meal. Der ein oder andere treue Zuschauer weiß, ich esse ja eigentlich nicht so viel rotes Fleisch, aber da die Qualität hier einfach unfassbar gut ist. Lachs haben die tatsächlich auch sehr guten, den ich die Tage bestimmt mal probiere, aber variiere ich in meinem letzten Meal immer so. Und ja, hier habe ich keine Kohlenhydrate mehr drin. Letztes Meal ist immer carbfrei. Und ja, damit schließen wir das Full Day of Eating ab. Der Bär ist jetzt erstmal raus für heute. Wir haben es 22 Uhr und dann geht's ab in die Haia. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios.